Also, zweiter Tag. Wir waren gerade am Flughafen und haben mein Gepäck geholt. Alles super. Jetzt sind wir an der Grenze von Ulaanbaatar. Und unsere Reise fängt jetzt an. Wo geht's heute hin? Wir fahren heute nach Dont Gobi. Dont Gobi. Dont Gobi. Das ist der Zwischenstopp von der ganzen Gobi, ja? Gobi-Wüste. Also muss man stoppen und da übernachten. Okay, in einem Judencamp. Genau, ja. Der Ort heißt es Bagdad-Cholo. Also so viele Granitsteine und so große Felsen gibt es da. So was Sachen gibt's. Peter? So, ja, Mensch, da sage ich einfach mal Adieu, Zivilisation. Es geht in die Natur. Super gut. Also, dann Ja, gute Reise, oder? auf geht's. So, wir sind jetzt erste Owo. Wir sind da, ja. Und Super. ja, Owo ist es ein Steinhaufen oder Steinaufschlagen, wie sagt man. Also im Mongolisch ist das sehr gute Bedeutung. Also, ja. So, das ist für Berggeist gedacht. Also wir müssen jede Reise über einen Pass oder so auf den Berge über eine Owo durchfahren und da müssen zwischen stoppen und 3 Stände drauflegen und wünschen wir ein Gutes für unsere Reise. Ja. Okay, dann lass es machen. Probieren uns doch mal. Ja. Werfen oder legen? Einfach so werfen oder legen, beide kannst du. Und müssen wir 3-mal umdrehen. Mit so die Richtung von Uhrzeigerrichtung. Ja. Wenn man in Eile ist und keine Zeit für die Owo-Umrundungen hat, so gehört es zum guten Ton, dass man bei Vorbeifahren wenigstens 3-mal hupt. Für einen, der ein Owo zum ersten Mal sieht, kann vielleicht der falsche Eindruck entstehen, dass es sich dabei um eine kleine Müllhalde handelt. Denn neben Steinen können sich die Berggeister über viele Opfergaben freuen, wie zum Beispiel Lenkradhühlen, Spielzeug, Süßigkeiten und wie man hier sieht, sogar solarbetriebene buddhistische Gebetsmühlen. Übrigens, hier wird es schön verdeutlicht, wie in der Mongolei Schamanismus und Buddhismus einander ergänzen. Das war aber erst einmal. Was? Super, jetzt Kleine passiert sportliche Übung am Morgen. Super passiert gut. auf unserer Reise nicht. Das war dann nicht auch mal 3-mal rumlaufen. Ach, übrigens, habt ihr schon Videos von Kameras gesehen, die auf Hubschrauberrotoren angebracht wurden? Nein? Ich zeige euch eins.
Tja, keine Ahnung, was mit diesem Kamerastabilisator plötzlich los war. Unser erster Jutenkampf. Saßen jetzt die zwei Vögel auf dem Schild per Zufall oder ist nicht draufgeklebt? Bei dem Schild. Seltsam. Aber erstmal, du bist in der Jute, Peter. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich bin echt überzeugt. Wie gefällt dir die Jute? Super gut. Rustikal, ehrlich, natürlich. Ungefähr genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fühle mich wie ein Clown in der Manege. Weißt du, warum gibt es hier Steine hängen? Naja, Warum? ich vermute mal, da gibt es manchmal auch Wind. Sonst weht die Jurte weg vielleicht als Beschwerung. Ja, richtig, ja. Wegen der Wind. Weißt du warum gibt es zwei Säulen? Eine Jurte. Warum hat er zwei Säulen? Naja, da wohnt manchmal wahrscheinlich auch ein Ehepaar drin, nicht? Ja. Ein Männlein und ein Weiblein. Genau, ja. Es ist ein Symbol einer Mann und Frau. Und Ohne eins kann eine Jurte nicht existieren. welche Säule symbolisiert das Männlein und das Ist egal, Weiblein? egal. Egal. Ja, Zweigeschlechtlich. ohne eins existiert nicht. Das wird unterfallen. Deswegen, also der Familie ist es sehr wichtig, also ein Mann und Frau, eine Familie zu sein. Okay. Eine Familie gründen. Und es gibt so eine Tradition in der Mongolei, ein paar Traditionen. Zum Beispiel, wenn du in einer Jurtenfamilie, in einer Familie besuchst, ja, Nomadenfamilie, und du darfst nicht zwischen den zwei Säulen irgendwas, Das bringt Unglück. wenn du irgendwas, eine Getränke schenkst, also, Ja. darfst du nicht zwischen den zwei Säulen. Ja, weil das Getränk aufnehmen. könnte zwischen Mann und Frau stehen. Ja, genau. Das wird von der Mann und Frau getrennt. Also. Okay. Deswegen, die wollten das nicht. Und auch die Seiten von Jurten, rechte Seiten, also, ja. Linke Seite meine ich. Nee, ja, von hier aus linke Seiten sitzen Männer und den Seiten sitzen die Frauen. Also bin ich jetzt die Frau. eigentlich schon, ja. Ich hoffe, dass mit der biologisch nichts passiert. Doch. Das ist bestimmt. Der Hausherr sitzt eigentlich da oben, ganz oben. Ja. Ja, so ein paar Regeln gibt es. Also. Werde ich später noch erzählen. Also wenn man von der Tür hereingeht, sind links die Frauen und rechts die Männer. Genau, ja. Das ist genau auf der Toilette, das Ja. ist genauso. Ich hab's schon Und gesagt. auf dem Dings, also ich kann auch Deutsch sagen, darf man nicht getreten. Also, ja. Das ist so eine mongolische Tradition. Also. Das bringt Unglück. Warum? Weiß ich nicht. Die Erklärung weiß ich nicht, aber als Kleiner haben wir uns so beigebracht. Okay. Irgendwelche Glauben und so. Und es gibt auch viele, darf man nicht diese Stangen zählen. Also. Ich habe schon damit angefangen, Mensch. Ja. Okay, was darf man sonst nicht in einer Jurte? Auf Anhieb fallen mir noch folgende No-Gos ein. Mit dem Kopf Richtung Eingang schlafen. Das bringt Unglück. Die Füße zur Feuerstelle in der Mitte ausstrecken. Das bringt Unglück. Müll ins Feuer werfen. Das bringt Unglück. In der Jurte pfeifen. Das beschwört einen Wirbelsturm oder starken Regen herbei und bringt Unglück. Eure Jurte ist vierwendig. Mongolische Jurten, also die Größen, unterscheiden die Größen. Ja. Wir unterscheiden die Größen mit den Wänden. Also eure Jurte ist vierwendig. Also das heißt, Ich sehe überhaupt keine Wand. da in der anderen Seite Okay. gibt es die Wände. Ja. Okay, ja. Und eine Wände fängt von den Seiten bis Okay, ja, ja. da. ja. Es gibt noch einen Anschluss. Ja. Okay. Das ist eine Wand. Und 2, 3, 4. Das ist eure Jurte ist vierwendig. Ja. Es gibt noch fünfwendig und es gibt noch Fürsten und Königinnen haben noch achtwendige Jurten. Ja. Und das da oben ist Glaswolle? Da ist nichts. Also. Nee, da. Die Bedeckung. Das ist Glaswolle. Ich sehe es doch. Hier. Da. Das ist ist doch keine, ist doch keine Glaswolle. Das ist normale Wolle. Glaswolle. Warum ist es Glaswolle? Weil es aus der Schafwolle. Schaf. Ja. Du hast auch gefragt, warum die Jurten auch weiß ist. Also, Ja, ja, Es genau. konnte auch andere Erklärung sein, weil die Schafe weiße Wolle haben. Das sieht aber der braune aus, guck mal.
Die haben sozusagen gemischt mit ein bisschen mit Ziegen Wolle und so. So, und jetzt halte ich mich gerade hier an der Frau fest. Guck mal da. Gut. Super. Wie bist du jetzt gerade runtergelaufen, sag mal? Zu Fuß? Ein schwacher Menschenleib trägt sich schwer gequält den steilen Hang herunter. Ach Gott, es wird mir immer bunter. Rainer Filter. Hallo, Hilfe! Nein! Nicht wegfahren! Stopp! Ich sag euch, das war das letzte Mal. Also Mauri, so geht's nicht weiter. Einfach ohne mich loszufahren. Ich habe ja schließlich dafür bezahlt, um transportiert zu werden. Also wirklich, das war das letzte Mal. Sonst gehe ich überhaupt zu Fuß. Also hier darf man keine Trompeten wegschmeißen, Genau, damit man die Hirsche nicht erwischt. Und Darf man nicht schießen, außerdem darf man sein Auto nicht freigraben und kein Hausbaum darf man nicht graben. und nicht auf die Bäume klettern. Genau, Mordbrot gilt hier. Genau, Bäume Wirklich? schneiden, Ja, schneiden. geht nicht. Was ist das? Was darf man hier machen? Tennis spielen. Irgendwas von kulturischen Sachen darf man nicht zerstören. Also, Zum Okay. Beispiel die Malerei und so. Und illegal Darf man nicht- hier darf man nicht grillen. Offene Feuer. Also, Nicht grillen, nicht? Ja. Jog, Hog. Hog, Hayagat, Gadal, Den Müll. Hayachbuk, Horiglono. Und? War das gut? Das war also ein Kloster. Zwei Mönche, die diese Tempel gebaut haben. Die haben zwei Tempel, dadurch fließen kleiner Bach, ja, haben die so konstruiert. Das ist interessant, also denke ich. Vor der Tür können die das Wasser besorgen, ja. Haben die damals so konstruiert. Gut. Das ist der Tempel. Ja. Okay. Kein Butter mehr übrig. Leider nicht. Und die 37 haben die alles zerstört und zwei Mönchen umgebracht und in die Nähe gestattet. Aber wo, wissen niemand. Die Geschichte der zwei Mönche, die in diesem Kloster lebten und 1937 hier auch umgebracht wurden, hat Mogi von den Einheimischen gehört. Und ich weiß nicht, ob sie 100% wahr ist. Aber ich denke, diese Klosterruine ist sehr wahrscheinlich ein Zeugnis der politischen Repressionen gegen den Buddhismus. Im zeitlichen Zusammenhang mit Stalins großem Terror und der Stationierung sowjetischer Truppen in der Mongolei wurden in 1937 fast alle Klöster geschlossen und zerstört.
Dabei wurden ungefähr 20.000 Lamas hingerichtet. Heute ist in Ulaanbaatar einem der Verantwortlichen für diese Säuberungen ein Denkmal gewidmet. Aber dieses Denkmal soll bestimmt andere große Errungenschaften dieser Persönlichkeit in Erinnerung rufen. Am Ort für heiliges Wasser. Dieser Wasser ist sehr gut für die Augen. Also Und wo ist das? hier, kleiner Loch, und daneben ist dieser kleine Löffel, muss man von unten rausholen. Okay, dann mach mal. Ja. Und ich trage Brille, also ich sollte es gut sein. Vielleicht danach trage ich keine Brille. Wow, ich sehe ganz gut, ja. Schau mal. Vielleicht kann ich auch was tun gegen meine Kurzsichtigkeit. Da gehe ich endlich scharfsinnig durchs Leben. Ach, ich bin von Weitsicht geprägt und schaue in die Weite. Ich sehe das Licht und ein anderes Auto. Also die Bedeutung ist es ungefähr, so wünschen eine gute Reise.
Wir sind die einzigen Gäste im Judencamp. Was steht heute auf unserem Abendprogramm? Schachspielen? Mongolisches Bogenschießen? Und dann gibt es noch Tanzen. Peter stellt seine Interpretation des berühmten mongolischen Schultertanzes vor. Bühne frei für Peter. Yes!